Hallo an alle Ritter und Burgfräulein, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Schön, dass ihr den Weg wieder zu mir gefunden habt. Ich freue mich ganz doll. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich heute wieder im Mittelalter unterwegs, genauer gesagt auf hoher See. Und ich habe dieses kleine schöne Set hier mitgebracht, ein Schiff von den Lion Knights, das ist die Viking Voyager. Die stammt aus dem Jahr 1987 und kam damals mit vielen anderen Sets im Rahmen der Classic Castle Serie auf den Markt. Und ich wollte die schon seit Anfang der 90er Jahre haben. Hat damals nicht geklappt. Jetzt habe ich sie endlich. Und das freut mich natürlich. Und da dachte ich mir, das Set, das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Ja, und da ist sie jetzt also, die Viking Voyager. Stammt wie gesagt aus dem Jahr 1987 und hat die Setnummer 6049. Ja, und das Set kommt mit insgesamt 101 Teilen und hat 5 Minifiguren. Ja, und wenn ich die Minifiguren mal von der Gesamtanzahl der Teile abziehe, dann bleiben noch 81 Teile netto über. Also ist ein relativ kleines Set mit einer dafür relativ großen Anzahl von Minifiguren. Ist auch anständig bewaffnet. Hier sind noch 2 Soldaten, die nicht rudern müssen, die halt Waffen haben. Und an der Seite hier die Schilde, wie sich das halt für so ein Wikingerschiff gehört. Ist auch sehr schlank gehalten, ist halt alles angelehnt an den Langboot der Wikinger, heißt ja auch nicht umsonst Viking Voyager. Ja, ein Schatz ist auch dabei und da kann man sich halt seine eigene Geschichte zu ausdenken. Meine Geschichte war immer, dass die halt von einem Raubzug kommen und den Schatz jetzt nach Hause bringen in die eigene Burg. Was mir damals immer aufgefallen ist, diese Fahnen hier. Blau und Weiß sind ja eigentlich die Fahnen der Black Falcons und die sind halt hier an dem Schiff der Lion Knights dran. Habe ich damals nicht so richtig verstanden, aber ich schätze, die schlauen Designer von Lego, die werden sich dabei wohl schon was gedacht haben. In einer anderen Hinsicht haben sie sich garantiert was bei gedacht, nämlich auch dieses Set kommt wieder mit ein paar B-Modellen daher und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ja, und da habe ich das erste der B-Modelle auch schon und das ist jetzt wieder eine etwas verkleinerte Version vom originalen Schiff, hat hinten drauf auch die Schatztruhe, die von den Rittern in die sichere heimische Burg gebracht wird. Kleineres Schiff, logischerweise sind dann auch nur 2 Ritter drauf. Einer muss rudern, einer steht hier oben etwas erhöht auf so einer Art Aussichtsplattform und hält nach Feinden Ausschau. Um sich zu wehren, haben sie hier vorne so eine angedeutete Ballista und noch ausreichend Ersatzspeere. Also durchaus schwer bewaffnet hier dieses Schiff. Und was auch noch bemerkenswert ist, ist die Ruderanlage. Die ist nämlich, wenn auch rudimentär, aber in der Snotbautechnik gebaut. Mit anderen Worten, die Noppe von dem Stein zeigt nicht nach oben. Und wer also dachte, dass die Snotbautechnik eine neue Erfindung ist, nö, ist sie nicht. Gab es auch schon damals hier, Ende der 80er Jahre. Also, ich finde, ein durchaus gelungenes B-Modell. Und da habe ich auch direkt das zweite der B-Modelle am Start. Und das ähnelt dem ersten doch relativ stark, von daher erstmal nichts Abgefahrenes, hat die üblichen Features, anständig viel Speere als Bewaffnung, 2 Mann Besatzung und hier auch wieder eine Schatztruhe, die beschützt werden muss. Aber es gibt 2 Sachen, die an diesem Modell durchaus bemerkenswert sind. Das ist zum einen hier die Farbkombination der Fahnen in Blau und in Gelb. Ich glaube, die Kombination habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Falls ihr die Kombination kennt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das wird mich wirklich interessieren. Und das zweite, was ich hier stark finde, ist die Konstruktion von diesem kleinen Unterstand. Da hat man nämlich hier unten dieses Zaunelement und daran befestigt in einem 90-Grad-Winkel diese 1x3er-Plate. Und am oberen Ende der 1x3er-Plate ist wiederum ein Zaunelement im 90-Grad-Winkel befestigt. Das macht da logischerweise insgesamt 180 Grad und hat zur Folge, dass diese Inverted Slope hier oben quasi genau verkehrt rum drauf sitzt und dass man auf diese Art und Weise dann hier diesen kleinen Unterstand bekommt. Das finde ich schon cool und von daher muss ich auch hier sagen, insgesamt ein sehr gelungenes B-Modell in meiner Welt. Ja, und da bin ich auch schon direkt beim dritten der B-Modelle und das ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Hier haben wir nämlich eine Sänfte und kein Boot. Und hier ist es so, dass 4 der Ritter, wahrscheinlich sind es in dem Fall eher Knappen, den 5. durch die Gegend schleppen müssen in seiner Sänfte und der kann halt gemütlich drin sitzen und seinen Wein trinken. Interessanter Ansatz, aber in der Umsetzung mit Schwächen. Das Modell ist nämlich ziemlich wackelig. Man sieht es insbesondere auf der Rückseite, dass die Sänfte, die ja von den Lanzen getragen wird, an der Rückseite nur auf den Lanzen aufliegt und keine feste Verbindung hat. An der Vorderseite gibt es die Verbindung noch, da ist es fast noch okay mit der Stabilität, aber an der Rückseite, wie gesagt, da geht es überhaupt nicht. Und mir fehlt auch so ein bisschen die Story dahinter. Ich wüsste jetzt nicht, warum der Graf in der Sänfte getragen werden müsste. Hätte ich jetzt keinen Anwendungsfall in meiner Mittelalterwelt.
Das hätte man anders lösen können, wenn man sowas bauen wollte. Dann hätte es ein eigenes Set geben müssen, wo vielleicht eine Prinzessin zu ihrer Hochzeit getragen wird. Da macht es noch Sinn, aber nicht bei einem Ritter. Wie gesagt, aufgrund der mangelnden Story dahinter, beziehungsweise aufgrund der Instabilität, ist dieses Modell bei mir durchgefallen. Und ich komme mal direkt zum vierten und letzten der B-Modelle. Und da habe ich es auch schon. Und da muss ich sagen, das hat mir auf den ersten Blick schon richtig gut gefallen. Am Anfang sieht es vielleicht ein bisschen wild aus, deswegen sortieren wir es erstmal. Also, was haben wir? Hier die erste kleine Szene. Da sieht man auf alle Fälle erstmal, wie zwei Ritter eine Truhe mit Waffen ranschleppen. Die zweite kleine Szene, das ist ein klassisches Turnierzelt, wo ein Ritter davor steht. Und hier die dritte Szene, das scheint wieder der Chef des Ganzen zu sein. Der sitzt auf seinem Thron und hat schon das wohlverdiente Gläschen Wein vor sich. Und die vierte Szene, da sieht man, wie ein Ritter wahrscheinlich nach dem Kampf die Lanze zurück ins Depot bringt. Ja, und das ist für mich ein ziemlich klarer Fall. Das ist eine Gesamtszene, wobei es sich um ein Feldlager handelt, vielleicht nach einer Schlacht, wo sich dieses kleine Ritterheer hier gerade organisiert, beziehungsweise wo der Chef mit seinem Gläschen Wein schon den Feierabend genießt. Und da muss ich sagen, das finde ich total stark. Da hätte ich als Kind wahrscheinlich stundenlang mitgespielt. Und ich muss auch sagen, dass das von allen B-Modellen hier mein klarer Favorit ist. Ich fand die ersten beiden kleinen Boote auch nicht schlecht, aber die waren ein Stück weit für meinen Geschmack zu nah am Original dran. Wie seht ihr denn das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was ist denn euer Favorit? Ich bin schon gespannt. So, von meiner Seite aus soll es das für heute gewesen sein. Wenn euch das Video hier gefallen hat und ihr vielleicht ein bisschen Inspiration gefunden habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir auch ein Like da. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Und mir bleibt nur noch, euch viel Spaß mit euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.